Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute wollen wir die ganzen Blessing of the Demons, die wir vom letzten Event bekommen haben, verbrauchen. Und, okay, ich muss meinen Sound ausmachen. Irgendeiner benutzt da die ganze Zeit irgendwelche Items, das sau nervig ist. Zack. Und es ist nur so, auf manchen Charts habe ich keine bekommen. Lustigerweise sogar auf 2 von meinen 3 Build-Postern habe ich keine bekommen, was echt weird ist, weil Blessing of the Demon war zwar nicht ultra häufig, aber jetzt auch nicht ultra selten. Und ich hatte ja doch einige Kisten oder Boxen auf einigen Chars. Aber ja, deswegen habe ich jetzt auch ein paar ungebundene, die ich von Kriton Farmen bekommen habe. Auf den Chars, wo es mir eigentlich schon wichtig wäre, eine Erweckung zu kriegen, die mir zumindest irgendwas bringt, aber keine bekommen habe. Also keine Blessing of the Demon bekommen habe. Und mir wurde auch vorgeschlagen, dass ich das ja ab und zu mal machen könnte. Und Blessing of the Demons waren ja letztens nochmal kurz im Preis ein bisschen gespiked. Das ist aber irgendwie wieder ziemlich schnell abgeklungen. Also jetzt sind sie doch wieder relativ wenig wert im Vergleich dazu. Und ja, also vielleicht machen wir das dann regelmäßig ab und zu mal so 500 Stück benutzen oder so. Also ich farme mal eine Weile und dann so einmal im Monat vielleicht, wenn es bei der FEC ist. Aber ja, kann man da mal welche durchlassen. Genau, ja, sind jetzt hier nur 25 Stück. Schauen wir mal, ich habe ja schon mal welche benutzt. Es gab schon mal bei einem Event welche, da habe ich aber bei den meisten Chars nur 2 gehabt. Das war dann doch ein bisschen wenig. Jetzt haben sie alle mindestens 10. Und manche sogar 20 oder 30 sehengebundene. Und ich würde sagen, ich mache überall einfach mal irgendwas drauf, was hoffentlich irgendwas bringt. Ich finde es aber irgendwie so sinnlos, dass die erste Erweckung nur eine ist, weil die muss man ja eh rerollen, außer man kriegt jetzt was richtig krasses, was man halt dann eher nicht rerollen würde. Aber die erste Erweckung ist irgendwie so ein bisschen sinnlos, weil, ja, keine Ahnung, man ja eigentlich eh 2 Sachen drauf haben möchte. Okay, beides Zero, genau wie hier. Ja, das Beste wäre natürlich Magiebeschleunigung oder Int, Geschwindigkeit, Max MP. Wieder beides Zero. Ja, oder PvE Damage, wobei das halt Flat Damage ist. Keine Ahnung, wie viel das dann tatsächlich bringt. Nicht viel wahrscheinlich. Dex und Fernkampfabwehr. Wieder beides Zero. Ja, das ist ja das Ding mit dem Blessing of the Demon. Deswegen war ich daher bisher auch sehr abgeneigt gegen denen, weil man halt zu 80% nichts bekommt. Zu 80% hat man die Chance, dass ein Wert kommt, einfach Zero. Jetzt haben wir endlich einen Wert bekommen. Das ist einfach STR plus 1. Können wir eigentlich auch weiter rollen, was im Endeffekt ist wie einfach gar nichts. Und noch dazu kam halt, ich hatte auf den meisten meiner Charts natürlich ein nicht sehengebundenes 10% Speedset. Jetzt ist es aber so, oh, beide Werte sind was. Ja, ich meine, Max MP ist ziemlich useless, aber egal. Machen wir weiter. Immerhin irgendwas, ne, was einem irgendwas bringt. Und ja, wie gesagt, die meisten meiner Charts hatten halt ein nicht gebundenes 10% Speedset. Und die wollte ich halt ungern an meine Charakter binden, weil das Anbinden dann ja wieder jedes Mal ein Blessing of the Goddess kostet. Und mir das einfach zu dämlich war, ehrlich gesagt. Und jetzt ist halt aber so, jetzt haben alle meine Chars durchgehend 10% Speedsets, die alle sehengebunden sind. Ist Verteidigung 10 der beste Wert? Verteidigung plus 2? What the fuck? Was will man denn mit plus 2? Ach du heilige Makrele. Ich dachte schon 10 wäre schlecht. Was zum Teufel? Oh, Int plus 5, komm. Ja, Trash. Ja, aber wie gesagt, jetzt hat sich die Situation geändert. Und deswegen, ja, kann man die Blessing of the Demons, wie gesagt, vor allem die sehengebundenen natürlich, aber auch die ungebundenen theoretisch besser benutzen. Ja, es ist ja Ausweichen plus 1 drauf, das ist natürlich auch nicht wirklich gut, aber Magieverteidigung 10. Naja, aber rerollen wir trotzdem. Oh, STA, Nahkampfabwehr. STA plus 2. Okay, jetzt haben wir überall einen Wert drauf, der uns was bringt. I guess. Ja, ich meine, den Cloak ist zwar eigentlich wieder das gleiche mit dem Ungebundenen, aber gut, die Cloaks sind nicht so viel wert. Ja, er kommt genau durch die Warnung. Ja, willst du das wirklich machen? Ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Aber der Cloak ist nicht so viel wert. Oh! Oh, Trash. Das war das erste Mal, dass Magiebeschleunigung kam. Trash.
Nope. Dex und PvE-Schaden. Sehe ich aus wie ein Ranger? Scheinbar noch 10 Stück. Crit-Schaden und STR. Ja, wahrscheinlich, oder? Genau das, was ich brauche. Echt crazy, dass erst einmal Magiebeschleunigung kam. Int und Verteidigung. Wieso kommt eigentlich die ganze Zeit Verteidigung? Kann man das eigentlich irgendwie skippen? No. STA plus 1. Ja, rerollen wir auch. Crit-Schaden. Und, sag ich schon, Crit-Schaden und Crit-Rate. Beides Zero. Okay, wir haben nur noch 6 Stück. Das wäre schon cool, wenn noch irgendwas kommt mit der Verteidigung. STA. STA plus 1. Was ist das Schlechteste? Ich meine, das Schlechteste ist wahrscheinlich Verteidigung plus 2. Da ist wahrscheinlich ein STA sogar besser. STR und Max MP. Also für ein Asal-BP wäre das jetzt natürlich ein feuchtes Träumchen, ne? Kappa. Trash. Erst einmal Magiebeschleunigung ist halt insane. Einige Werte schon 5 oder 6 Mal bekommen. Auch, also wenn sie auch Zero sind, ist ja egal, einfach nur der Wert an sich. Magiebeschleunigung halt legit nur ein einziges Mal. Geschwindigkeit plus 1. Ja, ich glaube, dann lassen wir es, weil die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt einfach gar nichts mehr kommt, ist relativ hoch. Ja, was haben wir jetzt bekommen? 10 Verteidigung, 37 MP, 1% Geschwindigkeit, 1% Ausweichen, 2 STA und 1 STA. Wow. Das ist so trash einfach. Also ich bin aber auch nicht wirklich überzeugt von diesem Blessing of the Demons, muss ich zugeben, aber ja, ich meine, das ist besser als nichts und das Zeug ist ja sowieso schon gebunden gewesen. Von dem her, ja. Ja, natürlich mein Ringmaster mit dem Abstand schlechtesten Equipment hat natürlich 30 Blessing of the Demon bekommen. Das ist wieder so typisch. Deswegen, hier ist der Cloak sogar Account gebunden tatsächlich, weil der vom FEC ist. Ja, und hier haben wir überall noch gar nichts drauf. Let's go. Ja, schauen wir einfach mal. Also hier wollen wir natürlich auch Magiebeschleunigung, ähnlich wie beim Elementor gerade, der kein einziges Mal Magiebeschleunigung bekommen hat. Beziehungsweise einmal kam der Wert, aber es war Zero. Lief also sehr gut. Zweimal STA und zweimal Zero. Tja. Ich wette, der Char hier wird auch kein einziges Prozent Magiebeschleunigung bekommen. Nahkampfabwehr und Fernkampfabwehr. Auch beides Zero. Uff, ich glaube, wir kriegen nicht mal auf jedem Item einen Wert, wenn das so weitergeht. Vor allem keinen doppelten. Int plus 2. Na gut, das kann man erstmal lassen. Oh? Nope. Das ist wie früher mit den Change Awakening Scrolls. Oh, auch Int plus 2. Okay. Wie früher mit den Change Awakening Scrolls bei Flive PC. Manchmal geht es sau schnell, dass der Wert kommt und manchmal dauert es ewig. Und ich verstehe bis heute nicht, warum das so ist. Wieso ist das nicht einfach eine festgelegte Animationszeit? Das ist so ultra weird. Trash. Ich meine, 2 Int ist eigentlich auch Trash. Was will ich mit 2 Int? Das bringt mir gar nichts. Sobald man Max-Buff hat, also mir persönlich sind Int vollkommen egal. Sobald ich Max-Buffs habe, juckt mich das halt einen feuchten Käse. Das ist wirklich sowas von irrelevant, ehrlich gesagt, für mich persönlich. Ausweichen und Angriff. Was will ich denn mit Ausweichen, Mensch? Wenn, dann bräuchte ich Blockrate, weil Ausweichen bringt mir gar nichts, weil der Char macht eigentlich nichts außer Kriton. Und da bringt mir Ausweichen recht wenig. Trash. Noch keinmal Magiebeschleunigung. Nicht mal Zero. Wird das der seltenste Wert des Abends?
Here. Ist doch nicht. Trash. Sind schon gleich bei der Hälfte. Auch Trash. Kann es sein, dass man hier einfach nochmal drauf... Ne. Okay. Dass man einfach nochmal auf Blessing of the Demon geht, kann man es vielleicht skippen. Magiebeschleunigung. Oh. Nope. Oh! Boah. Das war das zweite Mal, dass Magiebeschleunigung kommt und es war das zweite Mal, dass es 0 ist. Es ist halt eigentlich wie mein Flive. Man müsste sich halt von vornherein irgendwie 5 oder 6 Werte aussuchen können und dass man irgendwie nur die rerollt oder so. Aber das, ja, ist wie früher mit meinem Wecken. Es ist sinnlos. Wird niemals kommen. Aber auf den meisten Charts sind halt die meisten Werte einfach nutzlos. Oder halt das, was man nicht haben will. Auf Magier, Crit-Rate, Crit-Damage, STR, Dex. Ich meine, gut, Dex ist ein halbwegs neutraler Wert, aber es gibt so viele Werte, die man halt einfach nicht haben will, nicht braucht. FP, Angriffstempo. Also gibt jedes Mal mindestens... Das lassen wir jetzt mal, weil ich habe nur noch 11 Stück und ich habe noch 2 Sachen, die noch gar nicht erweckt sind. Wie ich es vorher gesagt habe. Trash. Magieverteidigung. Und, oh, na, Max FP. Ey, Magieverteidigung plus 2, was soll das überhaupt bringen? Wenn mir jemand 10.000 Schaden macht, macht er nur noch 9.998 oder was? Wow. Geistesgestört. Trash. Okay, es dauert länger als gedacht, bis ich die ganzen Dinger durch habe. Kann man das echt nicht skippen? Das gibt's doch nicht. Nope. So ein Käse. Wieso kann man das nicht skippen, Alter? Das ist ja crazy. Junge, Junge, Junge. Noch 4 Stück. Ah, da hatten wir gerade das Potenzial, dass zweimal Magiebeschleunigung kommt. Dex plus 1. Kann es irgendwie sein, dass ich noch keinen einzigen Double-Wert hatte auf irgendwie gar keinem Char bis jetzt? Das ist erst der zweite Char, lustigerweise. Ja. Na gut, okay, der Char hatte 30 Blessing of the Demon, muss man sagen, und der erste hatte 25. Die meisten haben nur 10 oder 20. Also die beiden hatten jetzt mit Abstand die meisten wahrscheinlich. Wow. Aber wie ich es gesagt habe, wir kriegen nicht mal auf jedem Item einen Wert drauf. Weil es so absolut monumental schlecht läuft, dass es nicht reicht. Jetzt halt an, Mensch, was soll denn das, Mann? Tja, letztes Blessing of the Demon. Int, oh. Und 5 STR, komm. Ja, also Int plus 2, PvE Damage Resist 20 und Int plus 2. Also Sachen, die mir einfach absolut nichts bringen. Coole Sache. Ja, noch ein Char, wo es mir tatsächlich relativ wichtig wäre, coole Werte zu kriegen, weil es mein Ranger ist, mit dem ich jeden Tag farme. Ja, hoppla.
Schau mal. Ja, der Head ist leider tatsächlich nicht ursprünglich sehengebunden, aber ich habe schon drauf gebläst. Aber es ist ja nur der Head, sag ich mal. Es ist nicht das Speedzeug gewesen. Das war halt damals mit diesen Blessing of the Demon, wo man schon mal welche sehengebunden bekommen hat. Nein. Alter. Drittes Mal Magiebeschleunigung, dann natürlich auf dem Ranger. Lächerlich. Crit Damage? Oh, baby. Come on. Verteidigung plus 10. Naja. Dex? Ah. Fernkampfabwehr auf einem Ranger, ja. Crit-Rate, ja. leck mich. Okay. Ja gut, es wird zwangsläufig passieren. Ich habe so viele Chars, es wird zwangsläufig passieren, dass irgendein Char, der es absolut nicht braucht, Magiebeschleunigung bekommt. Das ist... steht außer Frage, dass das passieren wird. Ja, ich meine, 10 Blessings ist halt wirklich gar nichts. Oh, PvE-Schaden plus 10. I take it. Ja, jetzt reicht es nicht mal mehr, um auf die letzten beiden Dinger noch einen Wert drauf zu klatschen wahrscheinlich. Nahkampfabwehr auf einem Ranger. Oh, ja, wie gesagt, es sind so viele Werte dabei, die einfach sinnlos sind auf manchen Chars. Das wäre cool, wenn beides Plus gewesen wäre, was zumindest was gebracht hätte, auch wenn es nur minimal gewesen wäre. Aber mit so wenig Blessings kann man echt nicht viel erwarten. Und jetzt gibt er mir Crit-Rate. Ne, gibt er mir gar nichts. Was ich halt bescheuert finde, ist, dass das Item halt auch gebläst ist. Also quasi gebunden. Achso, weil wir haben noch einen ungebundenes. Auch wenn man keine Werte drauf hat. Also ich meine, klar, ich habe den Prozess des Blessings und so durchlaufen. Aber eigentlich, also es, weiß nicht, es fühlt sich irgendwie falsch an. Du hast keinen Wert drauf und trotzdem ist dein Item an deinen Charakter gebunden. Also mal angenommen, es hätte jetzt nicht jeder ein 10% Speedset sehengebunden bekommen, dann wäre das schon irgendwie ein bisschen fies. Oder es war ein bisschen fies. So, das ist jetzt mein dritter BP. Sie hat 20 Blessing of the Demon. Schauen wir mal. Ja, die meisten meiner Chars haben keinen Cloak. Die haben diesen Korall-Cloak. Aber ich habe jetzt ja auch nicht so viele Blessings. Also wenn wir dann später mal rerollen sollten mit ungebundenen Blessings, dann würde ich es wahrscheinlich so machen, also nicht nur wahrscheinlich, sondern safe, dass ich, Dex plus 3, das gibt's doch nicht. Dass ich nur auf den Chars auch tatsächlich rerolle, wo ich es auch wirklich brauche. Also die Chars, wo ich auch wirklich viel spiele, also Elementore, Blades und Ranger wären das. Genau. Und auf einen anderen natürlich nicht. Ich meine, was will ich auf einem Psykeeper rerollen, den ich literally niemals für irgendwas benutze momentan? Das wäre einfach nur sinnlos. Alter, willst du mich treuen? Wieso kriegt das der BP die immer was? Are you kidding me? BP am reinlacken? Dex plus 5. Alter, willst du mich treuen? Sie hat jetzt auf jedem Teil was bekommen, was sie tatsächlich gebrauchen kann. Wieso lackt man immer dann rein, wenn man es absolut nicht will? Das ist crazy. Ich kenne die Stats von dem BP gar nicht, aber ich will euch die Statpage auch nicht zeigen, weil das ist katastrophal, was hier abgeht. Angriff plus 9, Verteidigung plus 10. Ja, dann doch den Cloak. Der Cloak ist eh schon gebunden, von dem her ist ja egal. Kann man ruhig drauf blessen. Aber eigentlich ist es dämlich, weil wenn du jetzt hier 5 STR drauf kriegst, ist das schlechter als ein Cloak of Strength. Von dem her macht das irgendwie wenig Sinn, aber egal. Ich meine, der Cloak ist schon nicht schlecht an für sich. 200 HP, 5 Geschwindigkeit ist schon okay. Ich meine, so viel schlechter als 8 Stats ist es auch nicht. Ich meine, wenn man es so sieht, sind die 8 Stats eigentlich auch gar nicht so gut, weil es gibt ja noch die, gab es schon ewig nicht mehr bei einem Event, es gibt ja noch diese, ich weiß gar nicht mehr, wie heißen die überhaupt? Wie heißen die nochmal, diese Cloaks mit alle Stats plus? Ich weiß es nicht mal mehr, ich habe schon so lange keinen mehr gesehen.
Aber auf jeden Fall diese Starstein-Cloaks, wo ja alle Stats plus geben, wo es mal beim Schnick-Schnack-Schnuck-Event gab, nochmal bei einem anderen Event, glaube ich. Wenn, dann müsste man ja eh so einen haben, aber ich meine, ja, so viel krasser sind die jetzt auch nicht. Also ich meine, Cloaks sind irgendwie ein komisches Thema in Fly Universe. Weil irgendwie bringen sie was, aber irgendwie auch nicht wirklich. Alter, du willst mich doch verarschen. Was kriegt die so viel Decks? Und mein Ranger kriegt gar nichts, oder was? Aber es ist schon 4 Decks. Ah, ne, es sind 9 Decks insgesamt, also kein Prozent Crit-Rate theoretisch. Ja, dann machen wir Angriff und ne, machen wir Angriff und Verteidigung, das ist das Schlechteste wahrscheinlich. Was für ein Müll, ey. STR plus 1. Egal, Reroll. Ja, ich meine, eigentlich will man Crit-Damage haben. Oder Crit-Rate. Schon wieder Decks. Allein schon, wie oft jetzt Decks kamen, ne? Und Magiebeschleunigung kam. So oft wie der BP jetzt Decks bekommen hat, kam noch nicht Magiebeschleunigung. Also hier kaum noch Blessings. Trash. Jetzt geben uns noch die 3% Magiebeschleunigung. Für den Tritt in die Cojones. Vorletztes Blessing. Und letztes Blessing. Crit-Rate. Oh. Nahkampfabwehr. Na gut. Also eine Menge Decks und ein kleines bisschen Angriff bekommen hat der BP. Und schauen wir mal. Hier habe ich... Oh mein Gott, hier habe ich auch 30. Hey, wie man auf den Chars, die einen absolut nicht jucken, das kann nicht wahr sein, gell? Wieso hat der 30? Und die Chars, auf denen ich es wirklich haben wollte, kriege ich nichts. Das gibt's doch nicht. Ich werde diesen Psykeeper wahrscheinlich niemals in meinem Leben spielen. Ain't gonna lie. Ne, und er ist Level 164. Das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Ja, ich meine, ich könnte fast schon 2 simultan machen, weil das so lange dauert, not gonna lie. Will ich jetzt ja auch nicht unnötig auf die Folter spannen. Dass mir direkt 2 Chars zeitgleich macht. Warum komme ich erst jetzt auf diese Idee? Ach so, das kann man nicht beschleunigen, oder was? Doch. Magiebeschleunigung 0. Trash. Muss man nur aufpassen, dass man auf dem richtigen Char ist. Nicht, dass man Reroll drückt und dann ist man auf dem richtigen Char sozusagen. Oder die richtige Erweckung auf dem richtigen Char und man rerollt sie. Magiebeschleunigung. Hat man noch kein einziges Mal Magiebeschleunigung über 0, oder? Crazy. Fernkampfabwehr, Trash. Crit-Schaden. Trash. Magiebeschleunigung. Schon wieder 0. Krass. Ja, so gut funktioniert das jetzt irgendwie auch nicht. Mit dem 2 Chars zeitgleich. Vor allem ist jeder Wert einfach 0. Ja, PvE-Schaden plus 15. Ja, I guess I take it. Geht eh gleich keine Scrolls mehr. PvE-Schaden plus 15. Lol. Geschwindigkeit plus 0. Int plus 0. Und Trash. Aber wir haben noch 3, Leute. Ich dachte, aus irgendeinem Grund sind fertig. Int und Crit-Schaden. Die Wombo-Combo. Crit-Rate auf einem Jester. Double Crit. Nein! Das ist doch verrückt. Der Jester kriegt die Double Crit Rate und der BP kriegt gar nichts.
Na gut, okay, der BP jetzt so viel Decks bekommen, was im Endeffekt auch Crit-Rate ist. Trash. Letztes Blessing. STA plus 2. Nothing. Ja, Crit-Rate und PvE-Schaden. Das war ziemlich schlecht. Dann, was haben wir hier? Hier haben wir auch 10 Stück auf dem Blade, den ich tatsächlich benutze. Mit dem farme ich aktuell Red Meteo. Also, und Clockwalks. Also bei dem wäre es tatsächlich schon so, dass er ein bisschen was gebrauchen könnte. Bisschen Crit-Rate, bisschen STR. PvE-Schaden. Nope. Angriff plus 17. Ich meine, ehrlich gesagt, ich spiele den Char nicht. Es wäre vollkommen egal, was der bekommt. Aber wenn überhaupt, soll es eigentlich schon Magiebeschleunigung sein. Also wenn ich ihn jemals spiele, dann auf jeden Fall mit Magiebeschleunigung. Crit-Rate. Das ist mein einziger Full STR Blade, by the way. Double Magiebeschleunigung. Oh, das ist Double Zero. LMAO. Na. Magiebeschleunigung plus 1. Da ist es passiert. Hab's ja gecallt. Hab's ja gecallt. Ist nur eine Frage der Zeit, bis es passiert. Ja, wenn das so weitergeht, kriegt der Blade keinen einzigen positiven Wert, der ihm was bringt. Geil. PvE-Schaden. 20. Okay. So, noch 3 Stück. Das reicht gerade noch so, um überhaupt noch einen zweiten Wert zu kriegen vielleicht. Crit-Rate auf dem Psy. Nope. Max FP. Oh, Crit-Schaden. 0. STA plus 2. Kommt mir irgendwie bekannt vor, ja. Haben wir schon bekommen. PvE-Schaden. Beides 0. Letztes Blessing. Und Trash. 20 PvE-Schaden. Flat PvE-Schaden. Supi. Super Training. Magiebeschleunigung? 0. Ich glaube, so viel wie der Psy hat noch keiner Magiebeschleunigung bekommen. Er hat es, glaube ich, schon 4-mal bekommen. So, mein Knight hat 20. Den benutze ich leider aktuell auch für absolut gar nichts. Das war einer von den Chars, der sich dieses 10% Handbox-Set geklaut hat. I'm sorry. Aber jetzt hat er jeder eins. Jetzt kann ja keiner mehr sauer sein. Schon wieder Magiebeschleunigung auf dem Psy. Magiebeschleunigung plus 1. What? What? What is happening? Ich dachte, das geht nicht. Der Psy ist dann auch gleich durch mit seinen 30. Heilige Makrele. Ja, jetzt mach halt Ende hier, Mann. Warum rollt denn das so 1000-mal vorbei? Jetzt stopp halt. So eine Zeitverschwendung, dieses Zeug, ey. Das ist ja geistesgestört. Oh, Mist, ich auf dem Knight 2 Decks weggerollt, weil ich mich so geärgert habe. Aber 2 Decks ist auch ziemlich useless. Egal, ey. Jetzt kriegen wir es wahrscheinlich einfach nochmal. Trash. Nope. Trash, Damage Resist.
Geschwindigkeit wäre wahrscheinlich sogar noch mit das Beste, aber nope. Okay, der Psy hat endlich keine Blessings mehr. Let's go. 1% Magiebeschleunigung, ja, immerhin. Alright. Und hier haben wir Fernkampfabwehr plus 2. Ja, lassen wir es mal dann zumindest über einen Wert drauf. Haben wir jetzt schon länger nicht mehr gehabt, dass er ein Char überall auch tatsächlich was bekommt. Und hier sind wir tatsächlich fertig. BP. Der BP-Account ist durch. Kann ich den schon mal schließen? STR plus 0. Dann können wir hier weitermachen. Der hat 10 und 2 ungebundene. Von Random Violets töten wahrscheinlich. Let's go. STR plus 1. Woo. Sick. Ja, den Blade benutze ich natürlich auch jeden Tag. Alle meine Blades benutze ich jeden Tag. Und alle meine Ranger benutze ich jeden Tag. Oder jeden zweiten Tag. STA plus 3? Wow. Achso. Ja. Aber die Single-Slot-Dinger sind halt so ätzend, weil wir eigentlich im besten Fall 2 Slots kriegen, die irgendwas bringen. So wie hier. 2 mal 0. Boah, jetzt halt an, Mann. Warum läuft das so 1000 Jahre durch? Ich check's nicht. Also die User Experience ist so bad bei den Dingern, ne? Ich verstehe nicht, wie man sowas entwickeln kann, ehrlich gesagt. Also, wenn man das testet als Entwickler und man weiß, dass 80% nichts ist, also wenn ich 100 Blessing of the Demon benutze, sind 80 davon, oder ich meine 80 Werte davon, besser gesagt, wenn man wollte dann ab dem zweiten immer 2 Werte, aber 80% ist 0, die Wahrscheinlichkeit. Wie kann es dann sein, dass das so lange dauert? Das ist doch geistesgestört, oder? Also das muss man doch als Entwickler checken, dass das so nicht sein kann. Weil wenn jemand wirklich Tausende davon benutzen will, hockt der hier 10 Stunden. Das... Oh, 1,5 Crit-Rate. Müsste man schon mal verbessern, not gonna lie. Und vor allem ist es ja auch so eine Kleinigkeit. Ich meine, es muss ja irgendwo festgelegt sein, wie lange dieses Ding durchrollt. Und vor allem haben sie es bei FlyFPC auch gemacht. Früher bei FlyFPC die Change Awakenings, das war so ätzend. Das hat 1000 Jahre gedauert, bis so ein Change Awakening durchgelaufen ist. Und eins davon hat sau viel Geld gekostet. Und trotzdem hat es einen aufgeregt. Also, obwohl mit jedem Klick 3 Euro weg waren, hat es einen trotzdem aufgeregt, dass es so unfassbar langsam war. Und irgendwann, was haben sie gemacht? Sie haben die Geschwindigkeit mindestens verdoppelt. Und jetzt ist es immer noch ätzend. Aber erstens sind die Dinger nicht mehr 3 Euro wert. Und zweitens, oder kosten nicht mehr 3 Euro. Und zweitens rollt es jetzt viel schneller durch. Weshalb es nicht mehr so unerträglich ist. Das sollten sie hier auch mal machen. Wow. 2-mal Max FP. Allein schon die Wahrscheinlichkeit, dass 2-mal der gleiche Wert kommt, ist schon ziemlich unwahrscheinlich. Oder sollte ziemlich unwahrscheinlich sein. Letztes Blessing. Ist der Blade schneller durch als der Knight? Crit-Schaden? 0. Also wir bekommen 3 STA, 1 STR und 1,5 Crit-Rate. Das war actually gar nicht so bad auf dem Blade. Das war actually gar nicht so bad. Kann ich noch auf diesen Bonus-Mahonus gucken, aber ich glaube, der hat keine bekommen. Blessing of the Demon, mein Low-Level-Char. Ich meine, der hat keine. Gut, das hat sich gereimt. Yeah. Trash. Knight ist auch 0. Er hat 2 Fernkampfabwehr bekommen. Wow. Sickening. Achso, hier sind wir schon fertig? Nee, der hatte keine. Okay, dann sind wir hier auch durch. Ja, es haben tatsächlich erstaunlich viele Chars doch keine bekommen. Oh, der Psy ja auch nicht. Okay, dann sind wir mit dem Psy auch fertig. Hatte eine Psy 30 bekommen und die anderen beiden gar keins. Typisch. Ja, hier waren wir schon. Dann können wir hier wechseln auf noch einen Ranger. Und hier waren wir auch schon. Können wir auf einen weiteren Ringmaster wechseln. Und hier, wie gesagt, habe ich auch keine bekommen. Passt.
Dann ist der Count auch fertig. Ja, der ja 20, okay. Aber den benutze ich auch tatsächlich, den Knight. Sogar für mehrere Sachen. Ich benutze ihn als Tank und als Damage-Dealer für Clockwalks. Da bin ich mal gespannt. Also bei ihm wären es viele Werte, die mir, I guess, was bringen würden. Verteidigungswerte und Angriffswerte theoretisch. STR plus 2, okay. Dann können wir uns noch einen zweiten Char suchen, der was rollen kann. Das gibt's nicht. Der Jester hat auch nichts. Wow. Okay. Dann ist der auch fertig. Krass. Aber hier haben wir safe welche. Aber nur die ungebundenen. Wow. Okay, nur die ungebundenen. Krass. 30 Stück. Das wären das, was wir vielleicht dann regelmäßig machen können. Trash. 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 Wobei ich jetzt erstmal meinen Elementor machen sollte, weil da ist jetzt gleich Kaigas Assault und da kann ich schon mal joinen, weil es eh mal 10 Minuten dauert, bis es losgeht. Ausweichen plus 1. Ja, machen wir mal den Elementor erstmal. Die Elementoren. Da haben wir ein bisschen an Zeitdruck. Magiebeschleunigung. Okay, das brauchen wir uns nicht fertig angucken. Und Magiebeschleunigung. Nope. Jetzt halt an, Bro. Bro, halt an, Mann. Ich check nicht, warum das so lange dauert. Das ist so eine Folter. Okay, der Elementor hier hat 10 Stück. Hier habe ich auch schon mal welche benutzt auf dem Helm, der eigentlich ungebunden ist. Exorzist. Ja, rückblickend betrachtet natürlich ziemlich dämlich gewesen. Aus mit dem gratis 10% Speed hätte der kein Mensch wissen können. Woher auch. Und ich habe damals extra gesagt, okay, ich mache einfach, also wenn ich schon erwecke, dann auf jeden Fall nur Sachen, die quasi keinen Speed drauf haben, dass ich auf jeden Fall die 10% Speed immer weiter tauschen kann. Genau. Sogar mein höchster Elementor, der 165er, momentan der einzige auf 165. Noch. Magiebeschleunigung. Natürlich plus 0. Ja, wen wundert's? Ich habe echt nur ein einziges Mal Magiebeschleunigung über 1 bekommen und es war tatsächlich... Ah ne, zweimal. Einmal auf dem Blade und einmal auf dem Psy. Aber trotzdem geisteskrank. Also ich habe Magiebeschleunigung bestimmt schon über 10 Mal bekommen und nur zweimal war es positiv. Also sogar noch ein bisschen schlechter als die 80%. Zero. Oh, 20 PvE Damage. Let's go. Moment. Oh Gott, habe ich hier die ungebundenen Hands? Verdammt. Da habe ich die sehngebundenen weggeschmissen und die ungebundenen behalten. Aber es müsste eigentlich nicht so schlimm sein. Ja, man kriegt ja ab und zu so CS-Sets von Events, ne? Aber ich keins mehr am Start leider. Doch auf der Bank bestimmt. STA plus 1. Und Angriffstempo plus 1. Ach, das waren eh schon alle Blessings. Sehr gut, das ging ja schnell. Ja gut, dann hat sich das ja sowieso schon erledigt. Aber ja, damn, das war dann wahrscheinlich ein Mistake. Aber gut, diese Hands, die kann man sogar beim NPC kaufen, ne? Oder im Cash-Shop für Penya? Weiß gar nicht mehr. Gucken wir noch schnell auf den Elementor. Da wird wahrscheinlich auch nichts drauf sein. Oder maximal 10. Ich bin auch überrascht, wie viele Chars gar nichts hatten. Ich dachte gefühlt... Also gefühlt hatten alle meine Chars welche, ne? Okay, das war's. Gut, dann... war es das eh schon wieder. Und dann haben wir nur noch... E-Sportler hat noch 20. Okay, dann haben wir noch 3... Ah ne, meinen dritten Blade noch. Okay, also jetzt haben wir E-Sportler, den Ranger und den Knight. Und eventuell... Achso, nee, den habe ich ja schon gemacht. Na, my bad.
genau. Es bringt nicht wirklich viel mit dem zeitgleich Erwecken, weil das halt trotzdem nicht funktioniert. Es ist ein Pain in the Ass. PvE Damage Resist 25. Wow, was ist jetzt das Schlechteste? Kann auch den Cloak erwecken. Weil der Cloak gefährlich ist, weil der Char ist nicht unbedingt für immer ein Tank. Naja gut, PvE Damage Resist 25 ist wahrscheinlich sogar das Schlechteste. Oh, STA plus 2. Okay, I take it. Das ist, mehr HP ist nie verkehrt. Mehr HP kann man immer gebrauchen als Farm-Char. Yo, PvE-Schaden plus 15 auf dem RM. Crit-Rate. Und Magiebeschleunigung wieder 0. Sowieso. Ausweichen plus 1. Na gut, das ist Ranger nicht wirklich hilfreich, nein. Doppel ausweichen. Was ist denn jetzt los mit Ausweichen die ganze Zeit, Alter? Was soll denn das? Crit-Rate plus 1,5, du wirst mir doch... Double Crit-Rate auf einem Ranger. Alles klar. Alles klar. Schon wieder ausweichen. What is happening? Crit-Schaden. Das ist das erste Mal positiver Crit-Schaden, das ist auf dem Ringmaster. Nicht dein... Alter! Nein! Ey. Die ersten beiden Male positiver Crit-Schaden und es ist Back-to-Back auf einem Ringmaster. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Es ist geisteskrank, wie lächerlich das ist. Es ist verrückt. Und mein Ranger kriegt einfach Crit-Rate und Nahkampfabwehr, weißt du, während der RM Crit-Damage farmt. Na gut, das war nur 1%, aber trotzdem. Ich meine, bei so wenigen Blessings muss man froh sein, dass überhaupt was passiert, ne? Jetzt kriegt sie Magiebeschleunigung. Okay. Oh, warte, HP plus 12. Das ist besser als nix. Das wird alles nochmal gererollt bei den Chars, die ich wirklich benutze, aber für den Moment ist ja... Solange es etwas bringt. Es muss halt irgendein Wert sein, der zumindest was bringt. Magiebeschleunigung plus 0. Der übliche Verdächtige. Der Knight ist eh gleich empty. Und der Ranger, na gut, der hat noch einige. Und dann wäre es danach eh nur noch mein Blade. Ich muss bei Kairos Assault gleich reingehen. Haben wir ein bisschen eine andere Hintergrundmusik. Magiebeschleunigung wieder 0. Also Magiebeschleunigung sind wir jetzt safe über 15 Mal, wovon 2 Mal positiv war und 13 Mal negativ. So Pi mal Daumen geschätzt. Ja, es ist easy. Ich muss gar nicht gucken, auf welchem Char ich gerade bin, wenn alles 0 ist, ne? Da tut man sich dann recht leicht mit dem Weiterklicken. Wenn eh alles 0 ist. Literally. Alles 0. Oh, PvE-Schaden 25. Haben wir noch die Boots. So. Wie ihr hören könnt, bin ich jetzt bei Kaigas drinnen. Dauert aber noch 10 Minuten, bis losgeht. Oder 8. Bis dahin sind wir fertig. Vermutlich. Höchstwahrscheinlich. Okay, der Knight hat keine Blessings mehr. Ja, die Ausbeute beim Knight war jetzt nicht so gut. Wir sind irgendwie mit 2% Ausweichen gestartet und haben noch 2 STR bekommen. Nochmal 1% Ausweichen und 5 Angriff. Das war jetzt nicht so der Hit, ne? Hatte der 20 Stück, oder? Ich glaube schon. Ja, für 20 Stück war es actually ziemlich schlecht. Vor allem, habe ich noch gesagt, das ist der Char, der quasi momentan hybrid benutzt wird als Tank und Damage-Dealer. So ein bisschen. Und das ist der Char, der mit hier gefühlt der schlechtesten Ausbeute rausgeht. Also das
Kannst du dir echt nicht ausdenken. Und... Trash. Ich weiß auch gar nicht, ob mein Blade überhaupt Blessings hat. Das sehen wir dann gleich. Ausweichen +1. Na komm, dann erweckt man auch die Boots. Hier ist eh alles sehengebunden, wie bei eigentlich jedem Char. Magiebeschleunigung +3. Nope, +0. Also jetzt ist echt krass, Magiebeschleunigung. 2-mal +1 und 3000 mal +0. Ah, Crit Damage ist, glaube ich, der seltenste Wert tatsächlich. Also der seltenste Wert, der relevant wäre. So selten Crit Damage gekommen. Double Crit Rate auf dem RM. Okay, Ausweichen +1 bringt uns auf dem Ranger nichts. Ja, dann sind wir hier auch fertig mit dem Ringmaster-Account. 1%, was war's? Ausweichen. Dex. 0. 1% Ausweichen. 1% Ausweichen. Und 15 PvE-Schaden Max. Alter, das ist so ein Trash. Max MP +12. So ein Garbage. Und jetzt sind wir beim Ranger auch fertig. 2 STA, 12 HP, 25 PvE-Schaden flat. Ja, Max FP. Komm, gib's mir. Ja, gar nichts. Okay. Ja, das war jetzt auch nicht so gut. Erstens waren das 30 ungebundene, die auch noch 6 Millionen Penya wert waren. Mindestens. Und dann auch noch 30 Stück. Also gefühlt absolute Katastrophe. Und dann hätten wir jetzt theoretisch noch den letzten Char, auf dem wir noch nicht waren. Es könnte sein, dass der gar keine Blessings hat. Oh, na Moment, doch. Verdammt, 52 Stück. Ja, ich würde fast sagen, die ungebundenen machen wir dann einfach beim nächsten Mal, weil sind wir eh schon hier so lange dabei. Aber dass der 20 hat, okay. Habe ich genau mit den Chars angefangen, die am wenigsten hatten. Oh, Crit-Rate 0,5. PvE Damage Resist, damn. Na gut, 0,5 Crit-Rate kannst du ja auch in die Haare schmieren. Not gonna lie. Was soll 0,5 eigentlich bringen? Weil die Standardwerte sind ja immer ganze Werte. Ja. Das heißt also, was ist, wird dann 0,5 aufgerundet? Oder ist das dann was? Keine Ahnung. Damit hätten sie nie anfangen dürfen, gefühlt. Ja, auch hier wieder das gleiche, ne, mit dem Oni Red Hat. Wobei der ist eh hässlich, sag ich mal. Der ist safe nichts wert. Also ich finde ihn auf jeden Fall hässlich. Haben ihn immer ausgeblendet. Das war halt, bevor man so viel sehengebundenes CS bekommen hat. Crit-Schaden 0,5. Das ist doch lächerlich. Ist der Blade hier keine ganzen Werte wert, oder was? Lächerlich. Oh, PvE-Schaden 20. Lol. Dann machen wir den Cloak, I guess. PvE-Schaden 20, 0,5 Crit-Rate, 0,5 Crit-Damage. Oha. Und wieder Crit-Damage 0. Ausweichen +1. Was würde ich am ehesten rerollen? Wahrscheinlich die 15 Damage Resist, aber das ist eigentlich alles Müll. 0,5 Crit-Rate, wie gesagt. Oh, 1% Crit-Rate. Okay, dann rerollen wir die 15 Damage Resist. Ey, okay. I take it. Müll. Müll. Crit-Rate. Müll.
Also falls hier jetzt noch was Besseres kommen sollte, würde ich auf jeden Fall die 0,5 Crit-Rate wegrollen, weil ich denke mir, ja, wobei 20 PvE-Schaden ist wahrscheinlich sogar noch schlechter. Wobei der Char hat sehr viel Dex. Ich brauche auf dem Char echt eigentlich keine Crit-Rate. Nicht, also kommt drauf an, wenn ich das PvE-Set trage für manche Sachen, dann schon. Aber wenn ich das Form-Set trage, dann hat er 100%. Immer. Ja, kommt halt drauf an. Magiebeschleunigung und Int plus 2. Läuft bei mir. Und HP plus 12. Die Werte sind so madig. Diese Flat HP und Flat Damage Resist und so. Das ist so trash. Das ist richtig krass. Trashig. Okay. Na gut, auf jeden Fall sage ich euch schon mal danke vielmals fürs Zuschauen. Und mit dem letzten Reroll sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, lasst ein Like, Kommentar, ein Abo da und schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei für tägliche Fly-Livestreams auf Twitch. Link dazu in der Videobeschreibung. Ciao, ciao.